Falschmeldungen können eine besonders mächtige Waffe sein. St. Petersburg in Russland. Von der Stadt an der Newa schreiben Internettrolle offenbar gezielt gegen den Westen an. Marat war einer von ihnen. Er sagt, er habe in einer sogenannten Trollfabrik gearbeitet. Anonymität war alles. Kein Arbeitsvertrag, Bezahlung bar auf die Hand. 7 Tage die Woche, so erzählt er, wurde rund um die Uhr mit 200 bis 300 Leuten einseitig Stimmung gemacht. Marat war in der Abteilung der politischen Kommentare. Mindestens 135 Posts musste er täglich schreiben. Er zeigt ein Dokument, das belegen soll, welche Themen vorgegeben wurden. Zum Beispiel, dass die EU abhängig von den USA sei. Kommentare musste Marat russlandweit streuen. Von Lipzek über Kasan bis nach Nowosibirsk. Er versteckte sich hinter 20 verschiedenen Profilen, mit denen er auch in den sozialen Netzwerken unterwegs war. Dass er ein Troll war, sollte niemand merken. Es gab genaue Vorgaben, wie die Diskussionen im Netz möglichst unauffällig manipuliert werden sollten. Wir wurden am Anfang des Tages in Dreierteams eingeteilt und die Strategie war die folgende. Es ging darum, den Anschein zu erwecken, dass wir echte Menschen sind. Einer von uns war sozusagen der Böse, der eine Nachricht nicht gut fand, sich negativ geäußert hat. Und die anderen haben ihn dafür kritisiert und versuchten, ihn zu überzeugen. Einer mit Worten und der andere mit Links und anderen Quellen wie Bilder oder Videos. So war das System. Ein Böser und 2 Gute. Um die Diskussionen noch anzuheizen, verwendeten die Trolle Fotomontagen, erzählt Marat. Rassistische von Obama, wie Affen sind auch Menschen. Oder heldenhafte von Putin. Oder beleidigende von Merkel. Beispielsweise über ihre Flüchtlingspolitik. Auf russischen Seiten taucht auch das Selfie von Anas und Merkel wieder auf. Hier mit den Zeilen: Glaubst du, dass unser Selfie das Internet sprengt? Naja, irgendwas wird auf jeden Fall in die Luft gehen. Es liegt doch auf der Hand. Europa ist überrannt von Flüchtlingen und Deutschland ein Narr, weil es 1 Million Flüchtlinge aufgenommen hat. Merkel ist auch ein Feind, weil sie nicht auf die Reinheit der Nation achtet. Das ist schon klar, worüber Trolle gerade schreiben. Europa stirbt wegen der Flüchtlinge. Die Diskreditierung ist beliebig. Man konnte alles schreiben, ohne Zurückhaltung. Es fängt an mit Äußerlichkeiten. Man muss vor keinen Ausdrücken Angst haben. Alte Kröte, Närrin. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Gibt es sie wirklich? Eine Trollfabrik in Petersburg, in der hunderte Menschen sitzen und nach politischen Vorgaben Feindbilder schaffen, mit dem Ziel, Europa, den Westen zu destabilisieren? Fahrt in einen Wohnbezirk im Norden von St. Petersburg. Hier hat Marat gearbeitet. Die Fenster sind zugezogen. Keine Firmennamen am Gebäude, keine Briefkästen. Lediglich ein Schild, auf dem steht Business Center. Es ist Sonntag, doch kurz vor 9 strömen auffällig viele junge Menschen ins Gebäude. Seien Sie doch so nett und sagen Sie uns, womit Sie sich beschäftigen. Guten Tag, darf ich Sie fragen, welche Arbeit Sie hier machen? Sagen Sie doch bitte, was Sie tun hier. Womit beschäftigen Sie sich? Wissen Sie das? Sagen Sie doch bitte, welche Arbeit machen Sie hier? Und Sie? Sagen Sie, was machen Sie denn hier? Niemand will erzählen, was er genau hier macht. Die Recherchen sind schwierig. Es ist unklar, wie die Firma im Gebäude heißt und an wen man sich mit Fragen wenden kann. Hinweise deuten darauf, dass die mutmaßliche Trollfabrik einem Geschäftsmann aus Putins Umfeld gehören soll. Nehmen Sie das weg. Im Gebäude soll es viele unterschiedliche Abteilungen geben, auch welche, die sich in ausländische Foren schleichen. Es geht offenbar um Meinungsmache, vor allem in den sozialen Netzwerken und auf großen Nachrichtenseiten. Ein Vorort von St. Petersburg.
Hier wohnt Ludmila Savchuk, Mutter Mitte 30. Auch sie hat für die mutmaßliche Trollfabrik gearbeitet, hat sich undercover unter Putins Informationskrieger, wie sie nennt, gemischt. Sie wollte öffentlich machen, dass es diese Trollfabrik gibt und hat 2015 sogar vor Gericht wegen nicht gezahlter Löhne geklagt und belegte damit die Existenz der Firma. Doch die Trollfabrik arbeitet offenbar unbehelligt weiter. Ein Beispiel dieses gefälschte Video. Now we are going to take this big guy out by shooting. I'm gonna shoot this fucking shit, you fucking bullshit. Dieser junge Mann lebt in Petersburg. Er arbeitet in einer Bar. Und er war bloß als Schauspieler engagiert, als amerikanischer Soldat. Die Uniform haben sie sich besorgt. Und den Koran haben sie im Internet gekauft. Und da kam dieser schreckliche Film bei raus. Das ist internationaler Zündstoff. Das Video lief auf YouTube, wurde tausendfach geklickt. Die Botschaft soll offenbar sein, die Amerikaner hassen den Islam. Hauptfeinde von Trollen sind die gleichen wie bei den russischen Massenmedien. USA, EU, Schwule und die russische Opposition. Ludmila Savchuk weiß, wie Trolle arbeiten und was sie anrichten. Viele in Russland wissen das aber noch nicht. Und vielleicht wissen nicht mal die Mitarbeiter der mutmaßlichen Trollfabrik, was sie da täglich machen. Savchuk will ihnen den Spiegel vorhalten. Montagmorgen, kurz vor 9. Wieder Schichtwechsel in der mutmaßlichen Trollfabrik. Es gibt auch andere Arbeit in Petersburg. Das seid ihr. Guckt mal in den Spiegel, das habe ich für euch gemalt. Guckt mal. Gucken Sie doch mal. Was seid ihr alle so traurig?